Hallo zusammen. Heute geht es um diesen speziellen hybriden Aufbau einer Carrera-Hybrid-Strecke. Dieser besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt besteht aus einer Linkskurve plus 3 Geraden. Davon ist die mittlere die Start-Ziel-Gerade. Der zweite Abschnitt sind 3 Linkskurven. Für einen Rundkurs müsste diese Strecke aufgebaut sein. Es fehlen somit 3 Geraden und 2 Linkskurven. Das Fahrzeug soll entsprechend dem eingeblendeten Streckenverlauf mit minimaler KI-Unterstützung gefahren werden. Da die Strecke in dieser Form nicht automatisch mit dem Fahrzeug eingescannt werden kann, muss diese in der App manuell angelegt werden, damit die Strecke für ein Rennen ausgewählt werden kann. Daher geht es jetzt erst einmal in die App. Im Hauptmenü Kollektion auswählen, dann auf Strecken tippen. Neue Strecke anwählen und die Strecke mit den Bahnteilen zusammenstellen. Das ist kein Hexenwerk. Über das Speichern-Icon einen Streckennamen eingeben. Ich wähle mal Hybrid Test. Zurück zur Kollektion und dann auch zurück ins Hauptmenü. Jetzt noch die Einstellungen prüfen und gegebenenfalls anpassen. Rotes Menü neben dem Fahrzeug-Icon auswählen. Fahrmodus realistisch, Fahrassistenz minimal, keine Reifenabnutzung. Fahrassistenz minimal ist anzuwählen, da sonst das Fahrzeug abgebremst würde, sobald es von der Strecke abfährt. Das wäre jetzt nicht so toll. Hier ist die Einstellung okay. Steuerungsmodus möchte ich jetzt auf Tilt and Touch. Soweit so gut. Zurück ins Hauptmenü. Schaltfläche Fahren anwählen, dann ein Rennen erstellen. Mangels Mitfahrern schalte ich hier Mehrspieler aus. Es soll ein 3-Runden-Rennen werden. Die Strecke ist die Hybrid Test. Lobby erstellen. Der aufzubauende Streckenplan wird nochmals angezeigt. Jetzt auf Weiter tippen. Das Einspielerrennen ist bereit. Schaltfläche Start anwählen. Das ausgewählte Fahrzeug muss eingeschaltet sein. Startpositionsmodus manuell auswählen. Automatisch ist jetzt technisch nicht möglich, die hybride Strecke ist ja nicht mit den Bahnteilen geschlossen. So, endlich fertig und los geht's. Sobald man von der Bahn fährt, muss man zu 100% selbst bremsen, lenken und Gas geben. Das ist nicht einfach, aber man kann sich relativ schnell daran gewöhnen. Auf den Bahnteilen ist die Fahrt etwas einfacher, die KI hilft etwas, auf der Bahn zu bleiben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man die Bahnteile doch verlässt. Das wäre nur mit Fahrassistenz schwach oder stark der Fall. Aber wie schon zuvor gesagt, würden dann die Racer abgebremst werden, wenn man die Strecke verlassen würde. Im Prinzip so, wie wenn man in einem virtuellen Kiesbett fahren würde. Vielleicht wäre das auch eine interessante Spielvariante von Carrera Hybrid? Ich glaube eher nicht. So, zurück zur hybriden Strecke mit minimaler KI-Fahrassistenz. Wenn man es nicht übertreibt, kommt man schön um die engen Kurven im freien Fahren und auf den Bahnteilen wird man unterstützt. Hier auf der Hafendock Pro Plane kommt es auch nur noch sehr selten vor, dass der Racer die Planenbedruckung als Startziel erkennt. Das hatte ich beim reinen freien Rennen mit Sturmkind Drift Startziel Target quasi jede Runde. Das macht da nicht wirklich Spaß. Das Rennen ist beendet. Schauen wir auf das Ergebnis. Oh, es wurden 3 Strafsekunden ermittelt. Im Detail 1 Sekunde in Runde 1 und 2 Sekunden in Runde 3. Das ist jetzt nicht so schön. Aber die Strafen beruhen ja auf einer geschlossenen Bahnstrecke und nicht wie hier auf einer hybriden Strecke mit Streckenabschnitten, die frei gefahren werden. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Strafen abgeschaltet werden könnten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Option in einem der nächsten Updates der App hinzukommen wird. Aktuell ist es ein Trost, dass im Mehrspielermodus die Strafen je Mitspieler sehr ähnlich ausfallen. Daher ist es jetzt nicht so hoch zu bewerten, dass die Strafzeiten noch nicht abschaltbar sind. Jetzt noch ein Vorschlag für eine hybride Strecke bei Verwendung eines einzelnen Start-Ziel-Streckenelements. Einfach ein kleines Oval als Strecke erstellen und fertig. Damit ist ein quasi freies Rennen mit dem Start-Ziel-Bahnteil möglich. Man benötigt also kein extra Barcode-Target von Drift. Zeitstrafen wird es aktuell mit dem Bahnteil noch geben, solange diese nicht abgeschaltet werden können. Übrigens, gefahren wurde mit der App-Version 1.0.37.
die Ende April 2025 erschienen ist. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, auch einmal selbst eine hybride Strecke aufzubauen, um darauf ein Rennen auszutragen. Oder ihr probiert ein quasi freies Rennen nur mit dem Start-Ziel-Bahnelement. Somit sind wir fast am Ende angelangt. Noch ein Hinweis auf ein älteres Video von mir, in dem ich die 3D-gedruckten Bahnadapter für das Auf- und Abfahren vorgestellt und getestet habe. Den Link gibt es hier am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Hoffe, das Video hat gefallen. Falls ja, lasst doch bitte ein Like da. Happy Racing und Grüße von Jochen alias MadMax6.